what an ugly fish. Und Joe sagt zu ihm, hey, that's not an ugly fish, man. That's a beautiful fish. In German we call it a Rotbarbe. Das ist ein wunderschöner Fisch. Verstehst du mich? Und der Typ, der Ami so, okay, man, okay, I got it. Nein, you don't got it. That's a beautiful fish, okay? Don't call this fish ugly. You understand me? This is a beautiful fish. You know how it tastes? Yeah, man, I know how it tastes. And I'm never gonna call it ugly again. Ja. Er hat sich gedacht, fuck, Alter, ey, ich werde nie wieder was gegen Fisch sagen. Ey, der hat sich bestimmt danach 3-mal Ariel, die Meerjungfrau, angeguckt. Dafür einen großen Applaus an Jean, den Verfechter aller Fische. Ja? Ich bin der Jean und wir sitzen im Restaurant Bandol-sur-Mer, ein sehr kleines, schönes Restaurant. Haben wir vor 7 Jahren eröffnet und ich bin einer der Betreiber. Ich bin eigentlich gelernter Zimmermann, habe dann meinen Beruf an den Nagel gehängt, bin nach Berlin gezogen und war relativ planlos, bis wir uns bei unserem Kumpel Peter im Keller immer getroffen haben und dort die Idee entstanden ist, ein Restaurant aufzumachen. Also inspiriert hat uns natürlich auch der Mangel an einem guten Restaurant seinerzeit in dieser Region hier. Und wir wollten einfach den Leuten ungezwungen was Ordentliches zu essen anbieten, zu annehmbaren Preisen. Gekocht haben gestern für uns der Andi, unser Küchenchef. Robert war da, Marcin hat beim Vorbereiten mitgeholfen und serviert haben unsere Restaurantleiterin Nina und unser Sommelier Jan Hugel. Sehr gutes Team, sehr schön zusammengewachsenes Team. Alle schon mindestens seit 2 Jahren hier und wissen, was sie tun. Das Besondere am Bandol ist, dass man hier eine sehr moderne und ambitionierte Küche genießen kann, die man normalerweise in einem anderen Rahmen findet. Also meistens in einem Rahmen eines Sterne-Restaurants. Dass man aber hier gleichzeitig eine sehr, sehr lockere und unangezwungene Atmosphäre hat. Außerdem haben wir eine offene Küche. Die Jungs kochen also quasi im Gastraum, was sehr, sehr interessant ist, weil man eigentlich bei der Zubereitung der einzelnen Speisen dabei ist und wenn man interessiert ist, auch dabei zuschauen kann. Das ist unser erstes Gericht, Etouffee-Taube mit Dattel, Poverade und salzigem Joghurt. Okay. Wird schön warm hier, ne? Ja. Jetzt kommt mein persönliches Highlight. Wir haben hier frischen Bärlauch und wenn wir den angrillen, entwickelt der wahnsinnig schöne Erdnussaromen. Eine schöne Hauptgangvariation aus dem Fischmenü war dann der Steinbutt mit fermentiertem Spitzkohl, Birne und Blumenkohl. Eigentlich ein leicht verständliches Gericht und ich glaube, dass es im Mund wahnsinnig schön explodiert und dass es Spaß macht, es zu essen. Das sind meine Kumpels, Till und Michel, zufällig auch Brüder. Ja. Und wir gehen jetzt schön auf Tour. Ja? Trinken wir erstmal ein Gläschen Shampoos. Ne? Ja. Prost, Jungs. Prost. Till ist einer meiner besten Freunde, wohnt direkt hier nebenan im Haus. So habe ich den noch kennengelernt, als wir hier aufgemacht haben, kam der hier rein, hat sich irgendwie Kräuter ausgeliehen von uns. Michel ist Architekt, Till ist Werbefilmregisseur. Mit denen mache ich solche Touren auch schon des Öfteren. Ja, die habe ich mitgenommen. Ich bin da hinten. Bitte schön. Danke. Entrez-vous. Ah, super. Wir sitzen hier wahnsinnig toll im Manchin-Mobil und fahren zu meinen Kumpels ins Chicago Williams. Chicago Williams ist ein Laden, den ich ganz besonders gerne mag. Ich bin ziemlich süchtig danach, also ich muss mindestens einmal die Woche dahin. Die Jungs machen dort so einen Texas Barbecue-Style, wie man es eigentlich nur in den Staaten findet.
Die Sachen, die sie da machen, sind fast alle unter Rauchdampf gegart über sehr, sehr lange Zeit. Alles sehr würzig und am besten mit den Händen zu essen. In großen Mengen, und in großen Stücken. Dazu gibt es sehr, sehr geiles Bier und davon werden wir uns jetzt ohne Ende reinziehen. Ihr kriegt bei mir erstmal was zu essen. Ein Weißhüppchen. Sehe ich aus wie ein Hühnchen oder was? Und dann dürft ihr auch gleich so freundlich sein und mir verraten, was ihr gerne trinken möchtet. Jean, der Holger, hat angerufen und meinte, dass du auf jeden Fall vorbeikommst. Und er hat mir gesagt, ich soll dich auf jeden Fall fertig machen. Das heißt, wir trinken erstmal einen kleinen Mezcal. Ich kenne da eigentlich alle, die da arbeiten. Und natürlich die beiden Betreiber, Navid und Holger. Navid steht ja immer hinterm Tresen und ist sozusagen da der Zirkusdirektor. Wollt ihr eher einen Frozen Drink oder eher ein Bierchen? Bierchen. Wollt ihr was Kräftiges Bierchen, oder was Bierchen. Leichtes? Leichtes. Für dich ein helles? Ich hätte gerne ein helles, ja. Wir haben auch ein spitzenmäßiges Chicago Williams Dunkel. Lassen wir uns jetzt selber abfüllen. Ich nehme das Helle. Alles klar. Ich nehme das Chicago. Dunkel. Chicago? Ja, wenn das so spitzenmäßig ist. Dann noch ein scharfes Höschen, 2 Bierchen. Wir trinken einen Schluck und dann hole ich euch das Essen, Jungs. Zum Wohl. Hoffentlich, mein Lieber. Cheers, auf euch. Ganz mild. Wenn das jetzt den ganzen Abend so weitergeht, könnt ihr mich in die nächste Station tragen. Ich stelle euch schon mal ein paar Rippen in die Mitte. Sehr gut. Dann geht es weiter. Und dazu zum Dippen haben wir hier noch ein bisschen Apfelmus, okay? Ja, sehr gut. Geiles Zeug. Wer schlägt zu beim Bacon Burger? Komm, Michi. Nee, aber müde Komm mal rein, jetzt. Junge. Also ich finde es halt echt geil, wenn die Dinger so soft sind, dass sie schon fast von dem Knochen runterfallen. Ich meine, guck dir das mal an hier. Die sind so soft, die kann man eigentlich mit einem Löffel essen. Und dann zieht man die schön einmal durchs Apfelmus durch. Und dann zum Schluss nochmal die hausgemachte scharfe Barbecue-Soße. Einfach geil. Aus dem Chicago haben wir natürlich sofort einen Navid verhaftet, mitgenommen zu Regis. Regis Lamazer heißt er ja. Und genauso heißt auch sein Laden. Ist Franzose, kommt aus Paris. Sein Vater hatte dort schon ein Restaurant, was auch so hieß. Und war Fernsehkoch in Frankreich, einer der ersten. Und als Regis nach Deutschland gekommen ist, hat sie nach Berlin verschlagen und jetzt endlich seinen eigenen Laden aufgemacht am Stuttgarter Platz. Ja, die Jungs aus der Küche, sensationell. Liam ist der Sous-Chef, optimale Organisation, diese Speisekarte in der Schlagfrequenz, die Qualität zu schicken, Hut ab. Superb. Also erstmal, was ein Gusseisentöpfchen ist. Œuf Cocotte, eine uralte Art Eier zu essen in Frankreich. Dann haben wir hier weißen Spargel mit konfitierten Grapefruit, Pampelmuse. Und dann gibt es hier roh marinierter Lachs während 48 Stunden mit eingelegter Gurken und Mangosalat. Voilà. Würde man mich jetzt fragen, was mir am besten gefallen hat bei Regis, hätte ich ein großes Problem, das zu beantworten. Wir hatten eine ordentliche Vorspeisenvariation. Er hat ja eigentlich von allem etwas gemacht. Du bist so ein gefühlvoller Fleischlöffeltrenner. Das ist so ein schöner Moment mit dir. Und das wäre perfekt gewesen. Geschmackserlebnis, eigentlich Explosion. Spricht jede Synapse auf der Zunge an. Halt alles Zeug, wo man sich reinlegen kann. So, und jetzt versuchen wir mal, so viel wie möglich von dem ganzen Zeug auf einmal in den Mund zu stecken. Geil, Mann. Ja, nach Lamazer haben wir natürlich Regis mitgenommen und sind zu unserem Kumpel Ali ins Zemrock. Großartiger Laden, trifft sich halt alles, was auf sich was hält und alles, was nichts auf sich hält. Sehr, sehr lustige Mischung und es ist eigentlich alles. Es ist ein Restaurant, es ist eine Bar, einfach ein Hotspot auf dieser Straße. Aus dem Zemrock haben wir dann alles Mögliche mitgenommen, was noch Hunger hatte und fähig war, eine Gabel zu halten. Den ganzen Abend hinüber, natürlich mit begleitenden Getränken, hatten wir ordentlich einen Tee und sind dann zur Verdauung und so ein bisschen zum Ernüchtern die Straße runtermarschiert zu uns ins 3 Minuten, um dann unser Final Munching Meal uns reinzuziehen. Hey Jungs! Ich bin auch einer der Betreiber vom 3 Minuten. Die Restaurants gehören zusammen.
Der Unterschied ist, dass das 3 Minuten unser Bistro ist. Wir kochen da ein bisschen einfacher, versuchen an die klassische französische Bistroküche anzulehnen. Also was wir jetzt machen ist Bouillabaisse, unsere Spezialität. Das ist ein Fischgericht, was aus Südfrankreich kommt, aus dem Mittelmeerraum in der Gegend von Marseille. Und da geht es darum, dass man halt ganz viel Fisch zusammen serviert mit Gemüse und einem Sud zusammen, der aus halt genau diesen Fischen serviert ist. Dazu gibt es dann immer Käse und Sauce Rouille. Sauce Rouille ist eine spezielle Mayonnaise, die mit Safran und Paprika hergestellt wird und jede Menge Knoblauch. Und das Ganze wird natürlich auf großen Platten serviert. Jungs, ihr müsst Bier trinken. Ihr müsst deutlich mehr Bier trinken. Das ist mir scheißegal. Schön, dass wir hier sein dürfen. Alles klar. Oh la la. Das ist echt geile Scheiße. Guten Appetit, ne? Zum Wohl. Guten Appetit. Ja, dann waren wir schon so 12, 14 Leute. Wie das so ist in Südfrankreich, große Familie, alle essen Bouillabaisse. Sehr kommunikatives, sehr anständiges Gericht. Ein Traum wunderbar. Darauf ja auch noch mal die Soße hier. Das ist wirklich echt gut. Und wir bedanken uns bei Jean und seinem Küchenteam mit einem dreifachen Hip Hip. Hurra! Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Danke! Danke! Wir waren noch nie im Stadion. Normalerweise sagt man so, danke! Danke, Max! Alles klar.